Bist du auch auf der Suche nach einem Champion, um in das Spiel League of Legends reinzufinden? Dann schau dir diesen Guide komplett an. Ich werde dir für jede Lane einen Champion empfehlen, sodass du nach diesem Video bedenkenlos selber entscheiden kannst, wo du dich siehst. Ein Spiel in League of Legends zu gewinnen, kann sich als sehr komplex erweisen, aufgrund einer großen Menge verschiedener Faktoren. Man muss die Grundmechaniken des Spiels beherrschen, wie beispielsweise Minions farmen, Objectives für das Team holen, die Laning Phase gewinnen und vieles mehr. Doch auch der Champion, den du spielst, ist von großer Bedeutung. Diese Videos einfach darzustellen, kostet viel Zeit und ist nicht immer so einfach, wie es eventuell auf den ersten Moment wirkt. Du bekommst dir also das geballte Wissen aus 12 Jahren League of Legends Erfahrung in liebevoller Kleinstarbeit serviert. Wenn du mehr davon sehen möchtest, lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. League of Legends bietet einen riesigen Pool an Champions mit unzählig vielen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. In LoL ist der Schwierigkeitsgrad der Champions extrem unterschiedlich. Es gibt Champions, die sehr komplex sind und schwer zu meistern, und es gibt Champions, deren Grundgerüst simpel ist, aber nicht immer unbedingt schlechter. Kurz vorab: Dieses Video beruht auf meinen eigenen Erfahrungen, die ich in über 12 Jahren League of Legends gesammelt habe. Ich werde von den üblichen Empfehlungen abweichen, da man sowieso in den meisten Guides und Anfänger-Tutorials immer dieselben Empfehlungen bekommt, die ich nicht immer unbedingt teile. Ich habe diese Champions ausgewählt, ohne auf die aktuelle Meta zu achten, also welche Champions derzeit beliebt und stark sind. Das liegt daran, dass man gerade als Anfänger nicht auf solche Dinge achten sollte, weil das Niveau, auf dem man sich am Anfang befindet, eins ist, bei dem die derzeitige Meta keine Rolle spielt. Du kannst mit allen Champions gut sein und Spiele gewinnen. Nichtsdestotrotz sind diese Champions auch für Leute interessant, die eventuell schon etwas erfahrener sind und dennoch Probleme mit mechanischen Champions haben. Ich werde zu jeder Lane einen Champion präsentieren und einen Alternativ-Champion, falls dir die Empfehlung nicht zusagt. Dabei werde ich nicht gezielt auf jede einzelne Fähigkeit eingehen, sondern mehr darüber sprechen, was die Champions so einfach und stark macht und wieso du ihn spielen solltest. Falls du den genannten Champion nicht kennen solltest und dir die Fähigkeiten unbekannt sind, so würde ich dir einen Guide oder ein Spotlight-Video, eventuell auch von mir, falls ich zu den Champions schon eins rausgebracht habe, nahelegen. Fangen wir mit der Top-Lane an. Für die Top-Lane empfehle ich Malphite. Malphite ist ein vielseitiger Nahkämpfer, der nicht nur die Top-Lane dominieren kann, sondern auch andere Lanes. Malphite ist ein Tank, der in erster Linie dazu da ist, so viel Schaden wie möglich aufzusaugen, aber er kann gleichzeitig mit seiner Ultimate auch sehr gut Kämpfe initiieren und somit jedes Mal mindestens einen Carry aus dem Teamfight nehmen. Zusätzlich synergieren viele Champions mit Malphites Ultimate. Er hat eine Point-and-Click-Fähigkeit, seine Q, die den Gegner verlangsamt und euch Bewegungsgeschwindigkeit gibt, und der Rest seiner Fähigkeiten ist ein AOE. AOE bedeutet Area of Effect, damit ist also Flächenschaden gemeint. Sprich, mit seinen restlichen Fähigkeiten ist Malphite in der Lage, immer mehr als nur einen Gegner zu treffen. Gerade gegen Gegner mit viel normalem Schaden ist Malphite der perfekte Champion. Seine Rüstungswerte steigen ins Unermessliche. Er bekommt alle 8 Sekunden automatisch ein Schild, welches Schaden absorbiert, sodass es nicht wehtut, wenn du mal einen Fehler begehst und zu nah am Gegner bist. Gerade am Anfang ist es schwer einzuschätzen, wann man in die Base gehen sollte, wann man sich erlauben kann, weiter um Ressourcen zu kämpfen und wann man selber stärker ist als der Gegner. Solltest du hier mal einen Fehler machen, ist dies nicht so schlimm wie mit anderen Champions, weil du im Verlauf des Spiels immer mehr Rüstung und Leben dazu bekommst. Solltest du auch mal eine schlechte Lane haben und du hast das Gefühl, dass das Game eine Niederlage wird, so bist du selbst dann noch nützlich. Deine Ulti ist im Late Game ein Gamechanger, du brauchst ohnehin Tanky und bist dementsprechend auch nicht leicht zu killen, selbst wenn du vom gegnerischen Toplane auf den Deckel bekommen hast. Damit kommen wir aber auch schon zu Malphites Schwäche, der Laning Phase. Je nachdem, wem du gegenüberstehst, kann es sehr schwierig werden, diese gut zu überstehen. Malphite ist gerade am Anfang nicht der allerbeste Champion, was Farming angeht, und Minions zu farmen kann sich zu Beginn als sehr gewöhnungsbedürftig herausstellen. Du solltest darauf achten, dass du nicht unnötig viele Kämpfe suchst, sondern dich aufs Farmen konzentrieren. Als Malphite bist du anfällig für Poke, gerade von Magiern. Versuch diese also möglichst zu vermeiden. Auch deinen Mana-Haushalt solltest du am Anfang gut führen, da deine Fähigkeiten viel Mana verbrauchen. Hier könnte ein Dorans Ring sehr helfen. Ein weiterer netter Punkt bei Malphite ist, dass du, wenn du mal Lust hast auf Schaden zu spielen, du ihn voll magisch bauen kannst und dann jeden auf der Botlane oder Midlane one-shotten kannst. Sollte dir Malphite als Toplaner nicht gefallen, würde ich dir als Alternative Dr. Mundo empfehlen. Der verrückte Doktor ist der Tank mit der höchsten Lebensregeneration im gesamten Spiel. Er braucht kein Mana, um seine Fähigkeiten zu benutzen, die alle sehr simpel sind. Dr. Mundos Fähigkeiten kosten dafür Leben. Da du aber auf Lebensregeneration setzt, ist das kein Problem. Seine Passive macht ihn immun gegenüber Betäubungen, Knock-Ups, Verlangsamungen und andere Arten von CC. Sein Kit erlaubt es dir also auch Fehler zu begehen, ohne sofort mit dem Leben dafür bezahlen zu müssen. Kommen wir zur nächsten Lane.
dem Jungle. Als ersten Jungler empfehle ich dir Amumu. Die traurige Mumie ist ein großartiger Champion für Leute, die neu im Jungle sind. Die Rolle unterscheidet sich gänzlich von anderen Lanes, da du hier keine Minions hast, die ständig von eurem Nexus bzw. dem gegnerischen Nexus auf die Base laufen. Stattdessen farmst du Jungle Camps, die regelmäßig respawnen. Seine Fähigkeiten sind allesamt anfängerfreundlich, wenn auch seine Q ein Skillshot ist, den du natürlich treffen musst. Solltest du allerdings einmal an einem Gegner dran sein, so wird es schwierig für diesen von euch wegzukommen. Er hat ebenfalls viel Flächenschaden, der ihm dabei hilft, schnell durch die Camps zu kommen. Seine Ultimate ist extrem stark, gerade in unübersichtlichen Teamfights kann man hier unter Umständen das gesamte Team festhalten. Du bringst extrem viel CC, also Crowd Control mit. Wer nicht weiß, was CC ist, das ist all das, mit dem man Gegner in ihrem Bewegungsradius einschränken kann. Also Betäubungen, Verlangsamungen, Fähigkeiten, die Gegner festhalten, einschläfern lassen und so weiter. Auch sein Schaden ist über die Zeit nicht zu missachten. Je nachdem, wie man Amumu baut, ist er mehr als nur eine CC-Maschine, die tanky ist, sondern jemand, der auch ordentlich austeilen kann. Als Alternative zu Amumu würde ich dir Warwick empfehlen. Warwicks Kit ist ebenfalls sehr simpel, er hat einen großartigen Lifesteal und kann sich problemlos im Jungle oder an Gegnern hochheilen. Hat eine tolle Fähigkeit, mit der du Gegner, die wenig Leben haben, riechen kannst und macht zudem extrem viel Spaß. Seine Ultimate ist ein Jump, den du auch aus der Ferne starten kannst, mit dem du einen Gegner festsetzt und dich währenddessen ordentlich hochheilst. Man kann ihn flexibel bauen auf etwas mehr Leben, Rüstung und Magieresistenz, oder man entscheidet sich aber für den Schaden. Warwick ist ein großartiger Duellant und kann auch in Teamfights lange überleben. Gerade seine Q gibt ihm einen großen Teil Leben zurück und macht ordentlich Schaden an den Gegnern. Wenn auch seine E eines gewissen Timings bedarf, kann sie sehr stark sein, da man mit Warwick auch für Überraschungsmomente sorgen kann. So kann man beispielsweise seine E mit Q gedrückt halten, um den Gegner über eine weitere Distanz festzusetzen. Dasselbe funktioniert auch in der Kombination mit Flash bzw. Blitz. Für die Midlane habe ich mir länger Gedanken gemacht, welchen Champion ich hier für dich empfehle. Gerade für Anfänger ist die Midlane nicht so einfach. Du bist im Zentrum der Map, sehr anfällig für Ganks und die meisten Champions können dich binnen weniger Sekunden auslöschen und dir den Spielspaß nehmen. Auch das Farmen ist sehr schwer, weil die meisten Midlane-Champions sehr mechanisch sind. Das heißt, dass du dich erstmal auf die Fähigkeiten konzentrieren musst und man in den meisten Fällen auch die Fähigkeiten und den Schaden der Gegner schwer einschätzen kann. Ein Champion, der hier heraussticht, gerade für Anfänger, ist Malzahar. Malzahar ist einer der besten und einfachsten Midlaner im gesamten Spiel und macht zudem tonnenweise Schaden. Und gerade im Low-Elo-Bereich ist er ein absolutes Monster und kann mit seinen Fähigkeiten das gesamte Team zermürben. Seine E ist die anfängerfreundlichste Fähigkeit im gesamten Spiel. Sie hilft dir beim Farmen und springt, sobald ein Minion damit getötet wird, auf einen nahegelegenen Gegner. Ob Champion oder Minion spielt dabei keine Rolle. Es tickt runter wie ein Gift und hat gerade im späteren Spielverlauf so gut wie gar keine Abklingzeit. Du kannst es alle paar Sekunden auf einen Gegner zaubern. Neben seiner starken E kann er Voidlinge erschaffen, die zusätzlich helfen, dabei die Waves in den Gegner reinzupushen und durch das Farmen nochmal zusätzlich vereinfachen. Seine Q ist ein Silence, mit der du eine Reihe an verschiedenen Fähigkeiten abbrechen kannst und den Gegner für mehrere Sekunden unfähig machst, seine Fähigkeiten einzusetzen. Seine Ulti ist allerdings der stärkste Zauber, gerade später. Du hast einen Point-and-Click, also keinen Skillshot, den du treffen musst. Du musst nur in der Reichweite deines Gegners sein, kannst ihn unterdrücken und dein Team kann zusätzlich drauf prügeln. Gerade für Anfänger ist es schwer gut zu farmen und ordentlich Economy, also einen Goldvorteil aufzubauen, da man schnell viele Minions verpassen kann. Das ist mit Malzahar eher kein Problem. Solltest du kein Malzahar-Fan sein, kann ich dir als Alternative Vex empfehlen. Vex ist ein sehr spaßiger Champion, mit dem du auch auf große Distanzen guten Schaden austeilen kannst. Die Lernkurve ist sehr steil und man hat innerhalb von wenigen Spielen raus, welche die besten Kombos sind, um den meisten Schaden rauszuhauen. Zu beiden Midlanern sei gesagt, dass man wie mit jedem Magier das Problem des Mana-Haushalts hat. Gerade zu Beginn des Spiels. Also achte darauf, dass du dich mehr aufs Farmen konzentrierst und nicht den Gegner mit deinen Fähigkeiten attackierst. Vor allem, wenn sie noch nicht genug Schaden machen und die Situation auf einen Kill nicht wirklich aussichtsreich ist. Kommen wir zur Botlane und da fangen wir mit den ADCs an. Hier gibt es einen kleinen Disclaimer. Ich empfehle dir auf keinen Fall ADC-Main zu werden, wenn du mit League of Legends anfängst. Die Rolle ist viel zu komplex für Anfänger und du läufst große Gefahr, ganz schnell die Finger von dem Spiel zu lassen, da du sehr schnell frustriert werden könntest. Als ADC muss man alle Grundmechaniken und mehr beherrschen. Du musst sehr gut farmen können, sehr handlungsschnell sein, die Stärken deines eigenen Supports und die Stärken der beiden Gegner auf der Lane erkennen. Du bist zu egal welchem Zeitpunkt immer das Opfer Nummer 1, da der Gegner dich am schnellsten loswerden möchte, egal ob du 10 oder 0 Kills hast. Du bist zu jeder Zeit eine Glaskugel, die sofort zerbricht und wirst im Spielverlauf weder tanky, noch haben die meisten ADCs Fähigkeiten, die sie gut vor Fähigkeiten und CC schützen.
Die Rolle ist sehr mechanisch und meiner Meinung nach die schwierigste im gesamten Spiel. Deswegen werde ich nicht großartig auf ADCs eingehen. Da ich selber ADC Main bin, wird dazu noch weiterer Content folgen. Solltest du bestimmte Wünsche haben, lass mich dies gerne in den Kommentaren wissen. Meine erste Empfehlung wäre dennoch Ashe, weil sie sehr simpel ist. Ihre Fähigkeiten sind nicht so komplex und mit ihrer Ultimate hat sie sehr viel Potenzial, Kämpfe zu entscheiden oder auch Gegner, die zu weit draußen sind, zu bestrafen. Zudem ist Ashe ein großartiger Champion, um Informationen darüber zu bekommen, wo deine Gegner sind, weil ihre einen Teil der Map aufdecken kann. Als Alternative würde ich dir Sivir empfehlen. Mit ihr kann man gut Minions farmen üben, ihre Q hat eine große Reichweite und sehr guten Schaden und ihre Ultimate ist nützlich für das gesamte Team. Kommen wir nun aber zu den Supportern. Hier würde ich dir Nautilus empfehlen. Nautilus ist einer der einfacheren Tank-Champions. Seine Q kann man ziemlich einfach treffen, sein Schaden ist gerade zu Beginn des Spiels sehr ordentlich, sein Schild absorbiert einen guten Teil an Schaden und er ist eine absolute CC-Maschine. Was du mit einem Supporter wie Nautilus machen musst, ist ein Gespür dafür zu entwickeln, wann du einen Kampf initiierst und wann du lieber zurückgehen solltest. Dies hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und kann so nicht pauschal beantwortet werden, da das Ganze zu komplex ist, um eine einfache Antwort darauf zu geben. Als Alternative zu Nautilus würde ich dir Leona empfehlen. Leona ist ähnlich wie Nautilus ein Tank und eine CC-Maschine. Sie kann allerdings auch durch Minions durchspringen und zum Gegner gelangen und ihre Ultimate ist eine Flächenbetäubung. Sie bekommt über ihre W zusätzliche Resistenzen und erlaubt dir positionstechnisch mehr Fehler zu begehen, weil du mehr Schaden aushalten kannst. Ich würde jedem Neuling davon abraten, Enchanter, also Magier zu spielen als Support. Diese bedürfen gerade zu Beginn einer besseren Positionierung und sind insgesamt schwerer als einfache Engage-Supports. Engage-Supports sind Champions, die Kämpfe initiieren wollen und viel CC mitbringen. Das war's auch schon mit meinen Vorschlägen. Welcher hat dir am besten gefallen und welchen Champion wirst du ausprobieren? Viel Erfolg und vielen Dank fürs Einschalten.